Caravansalon, Neuheiten, Schlachten, überall wo man hinguckt. Und ich habe was gefunden, gar nicht auf dem Caravansalon, sondern in so einem kleinen Hinterhof, bisschen wie beim Meister Eder, und zwar in München. Und das ist eine Manufaktur und die verspricht auch eine Neuheit, diesen Kastenwagen hier nämlich. Und das wird wahrscheinlich der teuerste Kastenwagen sein, in dem ich persönlich jemals war. Und was der kann und warum der so teuer ist, das will ich mir heute mit dir gemeinsam anschauen. Wenn du darauf auch Lust hast, dann freue ich mich da sehr drüber und ich würde sagen, wir legen sofort los. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute bin ich in so einem kleinen Hinterhof in München. Deswegen kann es auch durchaus mal ein bisschen lauter sein. Aber da habe ich ihn da gneist, wie man bei uns sagt, also erwischt, gesehen, den Vangrid. Eine Marke, die ich bisher nicht kannte, ein kompletter Neuling auf dem Wohnmobilmarkt. Es ist aber auch kein Wunder, dass ich die noch nicht kannte, denn das hier ist der Prototyp. Die ersten Fahrzeuge laufen jetzt erst ab Oktober diesen Jahres auf die Straße. Und ich wollte einfach mal gucken, was kann der denn, wenn der so viel Asche kostet? Und das will ich heute mit dir zusammen anschauen, wenn du Lust drauf hast. Im ersten Teil schauen wir uns die Spezifikationen zu diesem Fahrzeug an. Danach gucken wir uns das Fahrzeug ein bisschen von außen an. Und dann gehen wir es innen natürlich komplett durch. Wir beginnen mit dem Cockpit über die Dinette, schauen uns natürlich die Küche und das Badezimmer an, schauen uns die Schlafzimmer an und dann freue ich mich ganz besonders auf den Kofferraum. Warum? Denn das verspricht ein ganz spezielles Konzept zu sein. Naja, und dann kommen wir auch schon wieder zu meinem persönlichen Fazit. Wenn du an genau eine spezielle Stelle in diesem Video springen möchtest, ist das überhaupt kein Problem, denn hier unten findest du Sprungmarken. Das heißt, du kannst genau anklicken, wo du hin möchtest und schon bist du da. Und damit würde ich sagen, können wir starten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir starten mit den Spezifikationen. Die Spezifikationen. Ich fange mit dem Fahrzeug an. Natürlich handelt es sich hier um den Mercedes Sprinter. Verbaut ist hier der 317er Dieselmotor. Wir haben einen Heckantrieb, keinen Allradantrieb. Da steckt eine ganz eigene Philosophie dahinter. Da können wir vielleicht da noch mal kurz drüber sprechen. Er hat ein besonderes Fahrwerk und zwar vom Marquardt. Das Ganze liegt um 15 cm höher, das Fahrzeug. Und das liegt nicht nur am Fahrwerk, sondern auch an den BF Goodrich Reifen, die hier verbaut wurden oder verwendet wurden. Und beim Fahrzeug handelt es sich um ein L3 H2-Fahrzeug. Und das bedeutet, die Länge beträgt 6,97 m, die Höhe 2,62 m und die Breite inklusive der Außenspiegel 2,42 m. Zugelassen ist das Fahrzeug auf 4,5 Tonnen. Das Besondere ist aber, so wie wir das heute alle sehen, da ist wirklich alles drin, was ich brauche. Es ist nicht nur fahrbereiter Zustand, sondern das ist deutlich mehr. Es fehlen also nur noch eure Klamotten, ein bisschen Essen und Trinken und ihr selber. Und dafür, für diese 3 Punkte, habt ihr immer noch über 400 Kilogramm Zulassung. So sieht es momentan aus. Und ja, dann ist noch der Preis ein Thema für die Spezifikation. Ich traue es mir gar nicht sagen. 240.000 € wird dieses Ding kosten. Und was da alles drin steckt, gucken wir jetzt mal rein. Beziehungsweise falsch. Wir fangen erstmal außen an und deswegen lasse ich die Motorhaube auch gleich nochmal auf. Dann gucken wir mal zusammen, ob wir die 240 außen schon sehen. Außen ist er, ich wollte jetzt mal sagen, bis hier unten ist er noch nicht, also bis unterhalb des Dachträgers ist er noch nicht so auffällig. Wir haben hier Seitenfenster, auch Echtglas übrigens, aber relativ klein gehalten. Und dann fällt natürlich dieser massive Dachträger mit der Dachterrasse vorne auf. Das Dachzelt von Vicky Woody fällt auf, das schauen wir uns aber dann gleich nochmal an. Und so Kleinigkeiten. Also klar, die Bereifung haben wir uns vorher schon angeschaut mit den entsprechenden Felgen. Wir haben hier die Seitenmarkierungen in schwarz gehalten. Das ist auch besonders. Was auch auffällt, wenn man das Außen betrachtet, ist die Drittstufe, in dem Fall von Alpha Dynamic. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ist er außen. Es klingt jetzt blöd, aber bis natürlich diese ganze Wucht hier oben auf dem Dachträger, ist er gar nicht so auffällig, was ja vielleicht dem einen oder anderen auch schon wieder ganz gut gefällt. Aber kommt, wir gucken weiter. Der Heckbereich, naja, was richtig dominant ist natürlich dieses Reserverad, das hier hinten hängt. Hier oben sehen wir auch noch mal den Heckträger natürlich mit den Arbeitsscheinwerfern. Wir sehen hier oben auch noch mal die Rückfahrkamera. Die Drittstufe hier ist vielleicht noch besonders und auffällig und wir haben standardmäßig immer eine Anhängerkupplung. Ansonsten ist der hinten noch relativ clean, sag ich mal, was mich verwundert hat, weil ich mir dachte, naja, wie komme ich denn jetzt eigentlich zum Zelt hoch? Das ist mein Eck rum. Hier ist sie also jetzt, die Leiter, um auf die Dachterrasse zu kommen, beziehungsweise zum Dachzelt zu gelangen. Wobei zum Dachzelt können wir auf andere Art und Weise auch noch gelangen. Das zeige ich euch aber gleich. Des Weiteren fallen uns hier noch die Zusatzscheinwerfer hier wieder an der Seite auf. Und auf der Fahrerseite befindet sich auch der Ablass für das Grauwasser. Aber ansonsten haben wir auch wieder nichts. Wo fülle ich denn jetzt Wasser zu und Strom und alles? Das zeige ich euch. Und deswegen wollte ich auch den Motorraum noch mal offen lassen, denn hier vorne sehen wir Steckdosen verbaut. Nicht nur für Landstrom, sondern ich habe zum Beispiel hier auch Anschluss für Solarzellen. Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Und ich habe noch einen weiteren Anschluss. Für was ist der? Für Starlink. Auch darüber sprechen wir gleich noch mal.
Das Schöne ist aber, dass man die Motorhaube natürlich zumachen kann und die Kabel vorne raushängen können. Und jetzt sieht man auch noch mal diese massive Front hier mit dem Raptor-Lack. Wir sehen die Zusatzscheinwerfer hier überall und natürlich noch mal den massiven Dachträger. So, wir sind ja noch aus und deswegen gucken wir auch zusammen noch mal aufs Dach. Und hier hat man wirklich viel Platz, viel Freiheit. Und natürlich auch nochmal das Dachzelt. Das Besondere ist hier auch das Dachfenster. Das ist nämlich nicht einfach irgendein Heki, sondern das kommt aus dem Yachtbau. Und das ist so speziell konfiguriert, dass ich das auch betreten kann. Also ich kann hier drauf treten. Ist natürlich bei einer Dachterrasse durchaus auch entscheidend. Und dann haben wir hier vorne noch eine Besonderheit. Und zwar eine Haltevorrichtung für Starlink. Und hier ist auch wieder eine Steckdose, wo ich Starlink verbinden kann, sodass ich innen eben auch das entsprechende Netz habe. Und bevor ich jetzt in Versuchung komme, mir hier einen schönen Liegestuhl zu organisieren und die Sonne zu genießen, gucken wir mal rein ins Fahrzeug und beginnen mit dem Cockpit. Und da gibt es nicht viel Besonderes zu sagen. Das ist das normale Mercedes Sprinter Cockpit. Sehr, sehr clean, wie ich meine, sehr, sehr schlicht. Sehr viele Ablagemöglichkeiten hier vorne mit Becherhaltern. Hier drinnen nochmal 4 Becherhalter. Also das zeichnet Mercedes wirklich aus. Das ist blöd, wenn man sagt, Mercedes zeichnet die Becherhalter aus. Aber tatsächlich, das können ja wirklich die wenigsten. Es gibt aber 3 Besonderheiten. Und zwar 2 unterm Sitz und eine zwischen den Sitzen. Einmal zwischen den Sitz habe ich eine sehr, sehr große Mittelkonsole, die ich hier öffnen kann und viel verstauen kann. Es sind überall wieder Steckdosen, sowohl USB, USB-C, aber auch 230 Volt. Das Besondere hier drin ist, dass hier drauf dann auch die EcoFlow Wave, also die Klimaanlage, die mobile, installiert und angebracht wird. Die ist auch in diesem Preis inkludiert. Und dann haben wir noch 2 Fächer unter den Sitzen. Beim Fahrersitz ist das Fach super klein, da habe ich Sicherungen drin und da habe ich vor allem den Schalter, um die Trittstufe zu verriegeln. Beim Beifahrersitz sieht das anders aus. Gucken wir mal mit rein, aber hier unten verbirgt sich noch ein kleiner Safe für Wertgegenstände. Eine Sache hätte ich hier vorne fast noch vergessen, und zwar hier oben. Denn hier sind die Schalter für die Zusatzscheinwerfer und die sind, wie ich meine, recht speziell beschriftet. Ich sitze jetzt mit dir in der Dinette, genauer gesagt auf Schirle-Sitze. Das ist auch wieder was Besonderes, wie ich meine. Ich finde diese Sitze sehr, sehr praktisch. Die sind vielleicht nicht so formschön, wie das bei anderen Wohnmobilen und Kastenwagen der Fall ist. Aber die sind dafür sehr bequem und vor allem sie sind mega flexibel. Ich kann sie auch einzeln entnehmen und das auch wirklich als Einzelperson. Und insofern bieten die maximale Flexibilität in so einem Kastenwagen. Ich möchte jetzt aber trotzdem erstmal mit dem Bereich überhalb des Cockpits beginnen, denn da haben wir nochmal richtig viel Staufläche. Hier auch wieder besonders, ich habe keinen Griff verbaut oder irgendwas, sondern ich drücke hier einfach drauf und dann öffnet das Fach automatisch. Und daneben haben wir was ganz Besonderes. Daneben haben wir sozusagen das Brain im wahrsten Sinne des Wortes dieses Kastenwagens, denn hier ist das System Revotion verbaut. Revotion kennt ihr vielleicht schon aus meinem Video, wenn nicht, dann schaut da gerne nochmal drauf. Das ist ein System, das dein gesamtes Wohnmobil smart macht, inklusive deiner Lichtsteuerung, deiner Wassersensorik. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du an dieses Revotion-System mittlerweile anbinden und kannst das vor allem auch über eine App mit deinem Smartphone steuern und auch ab nicht mehr allzu ferner Zukunft das Ganze sogar aus der Ferne bedienen und steuern, und zwar komplett alles. Und das, finde ich, ist sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt aber auf dieses iPad, das hier verbaut ist, drauf tippe und das öffne, dann öffnet sich nochmal ein Fach. Und dann sehen wir nochmal 2 Steuerungen für die Heizung beispielsweise. Das bedeutet, wir haben hier 2 Heizungen verbaut. Und diese 2 Heizungen sind zum einen für den Wohnraum zuständig, als auch für das Dachzelt, als auch sie beheizen den Abwassertank, was ja gerade im Winter auch sehr interessant ist. Das heißt, es wird nicht mit Elektrik gemacht, sondern das wird dann in diesem Fall wirklich mit der Standheizung gemacht. Es sind in diesem Fall 2 sehr einfache Heizsysteme verbaut. Warum? Weil man sagt, naja, die sind nicht so sehr komplex und man kriegt auf der gesamten Welt die Ersatzteile dazu, und Heizen kann unter Umständen ja sehr, sehr wichtig sein, wenn man unterwegs ist. Und wenn wir dann noch einen Blick weiter hinterwerfen, dann sehen wir das Brain von der EcoFlow, denn hier ist das große EcoFlow-System verbaut mit in Summe 15 kW Batterien. Zusätzlich haben wir dann aber auch noch mal ein 400 Watt Panel auf dem Dachzelt integriert. Das bedeutet, ich kann also auch ordentlich mit Sonne auftanken. Jetzt aber wieder zurück zur Dinette. Wir haben hier einen Tisch, der ist nicht besonders interessant. Der ist wie alle Tische. Ich kann den natürlich herausnehmen, hin und her flexibel sein. Was ich hier schon wieder gut finde, es ist alles schön verfilzt. Es sieht alles richtig top und hochwertig aus. Wir haben hier super integriert ein Rollo-System. Dahinter Echtglas, direkt von Mercedes. Also das ist kein zusätzliches Fenster, das ich hier irgendwie öffnen kann oder das auf einen Camper schließen lässt, sagen wir es mal so.
Ich habe hier integriert eine Steckdose, die finde ich auch sehr interessant. Die finde ich hier im gesamten Fahrzeug wieder. Also auch hier vorne habe ich sie schon gesehen, in dieser Mittelkonsole. Die ist von Tiger Expert und ich habe die schon mal in einem kleinen Video erwähnt. Das Besondere daran ist, dass es nicht einfach nur eine USB-A und USB-C Steckdose ist, sondern die liefert dir wirklich echte 100 Watt. Das bedeutet, hier mal schnell dein Laptop laden, keine Ahnung, einen Drucker zu betreiben, was auch immer du da alles hast, Gegenstände zu laden, ist also mit 100 Watt überhaupt kein Problem. Für die ganzen neuen Starlink-Liebhaber zum Beispiel ist das auch sehr, sehr spannend und interessant. Ja, und dann bleibt mir nur noch der Staukasten überhalb der Dinette zu erwähnen und der ist auch was Besonderes. Warum? Ich mache hier auf und dann haben wir hier ein integriertes Licht, das sofort anmacht, sobald ich diesen Kasten öffne. Der Kasten ist zweigeteilt, das bedeutet, ich habe oben ein kleineres Fach, kann da zum Beispiel auch Handys reinlegen, weil ich immer den direkten Kabeldurchgang hätte zu den entsprechenden Steckdosen, wie wir sie jetzt auch gerade besprochen haben, in dem Fall wieder USB-C, USB-A und 230 Volt. Und eben die entsprechende Staufläche und drunter habe ich hier auch nochmal Licht. Ich habe hier einmal Spots und ich habe hier auch wieder eine LED-Leiste. Und das Licht kann ich entweder auch über meine App wieder steuern, über Revotion steuern oder über die Lichtschalter, die ich beispielsweise hier vorne überhalb des Kühlschranks verbaut habe. Thema Verdunkelung noch. Wir haben ja jetzt schon gesehen, an der Seitenscheibe ist es ein Rollo. Hier vorne im Cockpit sind es diese bekannten Matten vom Project Camper. Also insofern kennt man die erstmal. Nur auf der Beifahrerseite kennt man sie noch nicht wirklich, denn das ist eine Sonderanfertigung. Sonderanfertigung deswegen, damit ich hier auch weiterhin meine EcoFlow betreiben kann. Hier ist alles natürlich massiv und dadurch verdunkelt. Hier kann ich meinen Schlauch anschließen. Insofern kann ich hier sogar im verdunkelten Modi die Klimaanlage laufen lassen. Kommen wir zur Küche und ich stehe jetzt erstmal draußen. Warum? Weil ich hier auch noch mal einen Tisch habe und der ist auch wieder ganz besonders. Einmal, wie so alles hier in diesem Fahrzeug, Magnet. Also ich muss hier nicht irgendwas entriegeln oder irgendwas, sondern es ist alles per Magnet. Und jetzt fehlt mir hier noch die entsprechende Stange dazu. Einfach hier rausgezogen. Auch das hier ist wieder Magnet. Und dann muss ich das nur noch hier unten einhängen. Fertig ist der Tisch. Ja, und hier unten ist wieder ein kleines Fach, auch hier wieder 230 Volt. Wir haben wieder USB-C und USB-A. Hier ist übrigens auch das Kabel, das ich brauche, wenn ich mich an Landstrom anstecken möchte. Und dann kannst du hier noch Kleinigkeiten unterkriegen. Und das war es dann aber auch schon wieder. Ja, und dann haben wir hier noch den bekannten Dometic-Kühlschrank. Das heißt, ich kann ihn sowohl von der Außenseite öffnen und hier bequem an mein Bierchen ran, als auch natürlich von der Innenseite ran. Aber außer dem Kühlschrank hat es natürlich noch viel mehr in der Küche. Und erstmal sehe ich hier nur ganz viel Ablagefläche, das mitunter ja auch sehr, sehr praktisch sein kann. Klappe ich diese Felder allerdings hoch, dann habe ich hier mein Induktionskochfeld. Alles natürlich mit 230 Volt, funktioniert alles mit dem Wechselrichter, den wir hier von EcoFlow verbaut haben. Habe hier auch nochmal sehr viel Ablagefläche. Und wenn ich die zweite Klappe hier hochklappe, dann eröffnet sich hier ein riesiges Waschbecken. Ein Schneidebrett habe ich, das kann ich entweder verwenden, um dieses Waschbecken hier nochmal einen Ticken zu verkleinern und um nochmal die Ablagefläche zu vergrößern. Oder ich nehme es raus, verwende es irgendwo anders, kann es natürlich auch auf den Tisch legen, wie auch immer. Habe hier ein riesengroßes Waschbecken und auch eine Armatur, die man wirklich anlangen kann. Also hier ist überall hochwertiges Zeug verbaut. Besonders ist auch, dass ich im Badezimmer, um das schon mal vorwegzunehmen, kein Waschbecken habe. Das Konzept ist hier wirklich lieber ein großes als zwei kleine Waschbecken. Das bedeutet, du kannst dir hier aber auch mal super die Haare waschen, wenn du möchtest. Das alleine hier oben ist es aber natürlich nicht. Ich habe hier auch weitere Schubläden. Hier eine sehr, sehr große Schublade. Hier drunter auch nochmal. Hier ist zum Beispiel der Mülleimer, ein bisschen Putzutensilien in dem Fall. Und ich habe hier nochmal weitere Schubladen, die ich öffnen kann. Hier zum Beispiel mit Besteck. Und das ist übrigens auch was Besonderes. Diese ganzen Messer, das ist hier alles noch in Prototypen, die werden dann später in dieser Schublade fix mit drinnen sein. Also auch dieses ganze Interieur mit diesen speziellen Messer, mit einem ganz speziellen Geschirr, das ich euch zeige. Das ist hier drunter, glaube ich. Genau. Das ist hier alles schon im Lieferumfang mit dabei. Also du kaufst dir dieses Auto und kannst losfahren. Und das ist auch alles mit Magnet. Das ist ein ganz interessantes Zeug eigentlich. Wenn euch das nochmal im Detail interessiert, dann können wir dazu ja nochmal ein extra Video machen. Ja, ihr seht schon, also hier hat man ziemlich viel Staufläche und was man auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr das hört, wenn ich diese Schublade hier einziehen lasse, haben die natürlich Soft Close. Aber es knackst auch so. Das bedeutet, ich habe hier keine zusätzliche Verriegelung mehr. Diese Schubladen sind dann wirklich für die Fahrt zu und geschlossen. Ich muss also nichts mehr reindrücken oder irgendwas machen. Alles vollautomatisch. Dem aber noch nicht genug. Ich kann hier weitergehen und kann die Matratze nach hinten klappen.
Da kommt eine Spezialmatratze rein, kann diese Tür hier umklappen und auch noch mal hier umklappen und schon habe ich hier richtig viel Arbeitsfläche in der Küche. Aber das war es immer noch nicht. Wir gucken mal auf diese Seite hier. Ich kann hier umklappen und kann hier mein Geschirrtuch drüber legen, kann das während der Fahrt auch wieder zumachen und das Geschirrtuch bleibt trotzdem hier hängen und trocknet. Es sind so Kleinigkeiten, die hier überall sind, aber die sind halt durchdacht. Darüber hinaus habe ich natürlich hier auch wieder einen Haufen Staufläche und darunter auch wieder ganz viele Schubläden. Und damit natürlich auch viel Stauraum, ne? Ist klar. Dann haben wir hier ganz unten habe ich eine Drittstufe. Das bedeutet, wenn ich dann diese Stufe benutze, dann kann ich hier ins Bett hochgehen später. Dafür ist das da. Und drunter sehen wir einen 3D gedruckten Auslass für die Heizung. Aber Moment mal, das ist ja nicht nur eine Drittstufe, sondern dahinter verbirgt sich auch noch eine Klappe. Da kannst du deine Dreckwäsche hinwerfen. Und wo die rauskommt, das sehen wir uns nachher an. So, es ist immer ein bisschen enger im Kastenwagen, aber als nächstes schauen wir uns mal das Badezimmer an. Das ist auch wieder ganz besonders. Einmal hier schon mal einen sehr hochwertigen Griff zum Öffnen. Und was auch spannend ist, hier ist wieder ein Magnet integriert, den du nicht sehen kannst, aber dadurch hält die Tür hier wieder automatisch. Und das Besondere ist auch, du hast eine Doppeltüre, also du hast hier einen richtig großen Zugang zum Badezimmer. Da denke ich mir erstmal, wow, also schön, eine schöne Duschwanne. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr nice hier. Ich habe hier überall kleine Aufhängepunkte. Ich habe hier oben Max-Fan für den Abzug, damit also die Feuchtigkeit hier auch rausgehen kann. Und jetzt denke ich mir, okay, hier kann ich noch mal Neopren aufhängen, Handtücher aufhängen und so weiter. Die Dusche, die befindet sich dann hier hinten drin. Hier ist wieder das Logo, das heißt, ich klicke hier drauf, kann den Schrank hier öffnen und hier hinter befindet sich dann meine Duschvorrichtung, die ich da einfach einklemmen kann. Kann ich natürlich auch während der Fahrt da draußen lassen. Und hier habe ich einen sehr, sehr schönen Schrank, wo ich meine ganzen Utensilien reinstellen kann. Und was mir auch noch aufgefallen ist, hier sind überall doppelte Dichtungen. Das bedeutet, hier brauchst du keinen Duschvorhang, gar nichts. Wenn du das hier zumachst, dann ist das hier drinnen wirklich dicht. Aber jetzt fehlt uns natürlich noch eine Geschichte, die durchaus sehr wichtig ist, die Toilette. Und die verbirgt sich hinter dieser Tür. Auch wieder hier kurz drauf drücken und dann öffnet sich diese Tür. Man sieht, das ist auch schon wieder eine Kleinigkeit, das Toilettenpapier hier passt genau hier in dieses Fach rein. Das ist auch wieder doppelt verfugt. Das bedeutet, hier kann kein Wasser hintertreten. Ich habe hier nochmal einen Auszug, wo ich dann zusätzliches Toilettenzubehör untergekriegt habe. Ich habe hier auch nochmal Staufläche. Und die Toilette selber muss ich jetzt auch nicht mit der Hand ran oder so, sondern ich mache hier einfach nur mit dem Fuß nach unten und ziehe die raus. Und dann habe ich eine uns bekannte Klesana-Toilette und ja, kann mein Geschäft verrichten. Und natürlich habe ich hier auch wieder einen Heizungsausströmer, den finden wir hier unten wieder, auch wieder in 3D-Druck. Sehr, sehr groß und sehr, sehr klug gemacht, finde ich. Also insofern ist eigentlich an alles gedacht. Was habe ich noch vergessen im Badezimmer? Ich glaube nichts und deswegen können wir jetzt direkt weitermachen. Ja, und hier oben im Bett angekommen habe ich jetzt meine kuschelige Höhle. Ich habe hier eine Querbelüftung, das heißt, ich habe hier zwei Fenster, auch wieder Echtglas hier auf dieser Seite und auf der Beifahrerseite. Ich habe natürlich entsprechend Moskitoschutz, wenn ich das möchte, auch alles voll integriert in diesem Fahrzeug und natürlich Rollo, auch selbstredend. Ich habe hier nochmal eine große Ablagefläche. Hier ist es besonders. Ich habe nochmal zwei Lichtschalter. Einmal für diese kleinen Nupsis hier, rechts und links, separat steuerbar. Ich habe zusätzlich wieder USB-C und USB-A Steckdose. Und hier ist wieder das Logo leicht eingraviert in das Holz. Und das Besondere ist jetzt, dass ich hier nicht draufdrücken kann und dann öffnet sich was, sondern ich habe hier zwei induktive Ladeschalen. Das heißt also, ich kann hier nachts einfach mein Handy drauflegen und das lädt. Zudem habe ich hier noch ein Fach. Das Ganze hier, in dem Fall ist dreigeteilt, auch das ist wieder besonders. Hier, das hält alles wieder per Magnet. Hier ist wieder Magnet integriert im Holz, sodass man es gar nicht sieht, aber dadurch hält diese Klappe hier oben. Ich habe hier wieder drei separate Fächer, die ich bestücken kann. Hier oben habe ich übrigens auch sehr viel Ablagefächer und die sind auch so konzipiert, dass ich hier meine Klamottentaschen separat packen kann zu Hause, für die Kids, für mich, wie auch immer, kann es auch im Küchenbereich wieder rauspacken und kann die aber hier auch super reinstecken. Also die passen dann genau hier rein von der Größe her. Und hier vorne haben wir auch nochmal einen Schrankbereich mit Schiebetüren. Hier innen geht auch wieder sofort das Licht an, dass ich also alles sehen kann. Und ich habe hier innen einen Korb, den ich hier entnehmen kann, wo ich Sachen drin habe. Und habe hier in die Tiefe auch nochmal extrem viel Platz. Und dasselbe natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. So, und dann habe ich hier vorne noch was. Das heißt, hier seht ihr auch wieder, ist auch wieder ein kleines Licht drinnen. Ich kann hier übrigens auch das Licht steuern, kann hier alles aus und natürlich auch wieder entsprechend anmachen.
Warum habe ich jetzt dieses Fach? Das ist kein Fach, wo ich großartig was reinlege, sondern es ist leider hier bei dem Prototypen noch nicht fertig. Ich habe hier auch wieder ein Fenster. Direkt über mir befindet sich jetzt aber das Dachzelt. Und in diesem Dachzelt wird eine Öffnung drin sein, auch von der Matratze her, sodass ich das herausnehmen kann, das Fenster öffnen kann und dann über diesen Tritt hier direkt das Dachzelt begehen kann. Und es wird noch eine zusätzliche Öffnung, wie wir es vorher bei den Heizungen schon gesehen haben, geben, damit ich auch mein Heizungsrohr hier oben zum Dachzelt verlegen kann. Das ist diese Drittstufe, also für hier oben. Und auch wieder toll, wenn ich oder meine Kiddies hier reinkommen wollen, ich habe nur ein Kind, dann können die hier einfach auch wieder das Licht anmachen. Deswegen ist dieser Schalter hier oben, damit ich eben, wenn ich aus dem Dachzelt komme, das Licht hier entsprechend ein- und wieder ausschalten kann. Ja, und das zweite Schlafzimmer, das ist dann ein Dachzelt von Wikiwood. Das Ganze ist ein Alu-Triangel-Hartschalen-Dachzelt für 2 Personen mit einer Liegefläche von 1,20 Meter auf 2,10 Meter. Eine maximale Höhe hat es von 1,35 Meter. Du findest dort eine Menge an Taschen, um deine Sachen zu verstauen. Und du hast 3 große Öffnungen, die natürlich verschlossen werden können oder mit Moskitonetz geschützt sind, aber eben für ordentlich Licht und Frischluft sorgen können. Wie bereits erwähnt, ist es in diesem Prototypen noch nicht möglich, aber später bei der Serie gibt es dann einen Durchstieg direkt vom Fahrzeug in das Dachzelt. Dafür wird auch nochmal eine eigene Matratze gemacht. Oder du kannst natürlich auch von der Außenleiter in das Zelt hineingehen. Und jetzt gucken wir eben noch zusammen in den Kofferraum. Und da habe ich euch ja schon versprochen, dass das ein Schmankerl sein soll. Wir machen hier mal auf und das erste, was ich sehe, ist, dass ich die Tür schon mal weit öffnen kann. Das ist schon mal schön. Hier machen wir dasselbe und hier sehen wir auch schon, hier ist eine Außendusche von Wikiwood. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, können wir uns ja vielleicht nachher auch noch mal zusammen anschauen. Was ich euch aber schon mal schulde, von ganz am Anfang vom Außenbereich, war das Thema Wasserzufuhr. Das ganze Wassersystem ist sowieso irre. Hier habe ich einen Anschluss, hier filtere ich das Wasser ein. Und das Ganze einfach mit dem Gardena-Anschluss. Und auch hier ist alles schon mit dabei. Ich habe so Wasserdiebe, nennt man das, dass ich das auch wieder alles auf mein Gardena-System wieder zurückbringen kann, sodass ich immer überall Wasser holen kann. Bis dahin, dass ich sogar hier über einen Schwimmer und eine Tauchpumpe, die auch immer mit dabei ist, ich sogar mein Wasser aus dem See holen kann. Und das wird dann, wenn ich das aus dem See hole, kann ich hier die Schalter umstellen und kann das filtern lassen. Ich habe hier Kaskadenfilter, das bedeutet, ich kann das Wasser schon mal vorfiltern. Bevor es überhaupt in meinen Wassertank kommt, sind hier also Filter vorgeschaltet, das Wasser wird hier durchgefiltert. Dann habe ich in meinem Wassertank noch ein Silberionennetz und ich habe, wenn das Wasser aus dem Tank kommt, auch noch mal einen UV-Filter. Und insofern, glaube ich, bist du hier echt richtig safe und kannst dir also von überall dein Wasser holen. Eins ist klar, warum kann ich hier umschalten, filtern oder nicht filtern? Wenn ich weiß, ich habe eine richtig gute Wasserqualität, dann lasse ich die erst gar nicht durch die Filter laufen. Einmal ist das gut für die Langlebigkeit der Filter und zum anderen ist dann aber das Befüllen des 220 Liter Frischwassertankes deutlich schneller. Dann haben wir hier natürlich noch eine Außendusche, dasselbe wie innen, das kennen wir schon. Das Ganze kann ich hier anschließen. Und dann kann ich das hier ausbreiten. 1 Meter auf 1 Meter ist sogar noch ein Dach hier mit dabei, sodass ich hier eine ordentliche Außendusche habe, wenn ich das denn möchte. Ich persönlich benutze die Außendusche eigentlich immer nur, um Fahrräder zu waschen. Ich höre es viel für Hundewäsche und so weiter. Dann haben wir hier oben alles, was Stühle betrifft. Hier sind also die Stühle drinnen, packe ich hier mal raus. Und hier hinten, ich komme da mit meinen kurzen Armen gar nicht rein, habe ich dann noch den Tisch. Voila! Also da seht ihr mal, was alles in die Tiefe hier reingeht. Echt beeindruckend. Was haben wir hier oben? Hier oben ist auch wieder ein Schienensystem. Das ist jetzt übrigens die Edition Sport. Dieses Fahrzeug wird es im Basic geben, dann wird er auch wieder deutlich günstiger werden. Es wird ihn als Family geben und das ist die Sport Edition. Und da kann ich dann eben meinen Fahrradrucksack aufhängen, meinen Helm aufhängen, je nachdem, wie du halt unterwegs bist. Was ich auch sehr interessant finde, ist diese Wanne hier. Das ist einfach eine Wanne, die du rausnehmen kannst. Und hier oben kommen zum Beispiel die ganzen Schmutzschuhe rein, die ganzen Schmutzartikel und so weiter. Und dann geht es hier natürlich noch weiter. Ich habe hier wieder lauter Steckdosen. Die brauche ich, wenn ich zum Beispiel ein E-Bike laden möchte. Ich habe aber auch USB-C-Steckdosen, auch die kennen wir wieder. Ich habe hier viel Ablagefläche. Hier hinter befindet sich dann mein EcoFlow-System. Und dann kann ich das Ganze hier nach draußen holen. Einmal für mein Fahrrad beispielsweise. Und hier seht ihr auch allein, wie das Vorderrad hier drin montiert ist. Voll easy, alles schon dabei.
Es ist natürlich auch klar, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich habe aber 2 Fahrräder oder ich habe nie Fahrräder, ich habe dafür Paraglider dabei und so weiter, das besprichst du dann hier mit Vanquid wieder individuell, wie dieser Ausbau hier sein soll. Aber für den Preis, den ich euch genannt habe, ist hier alles mit dabei. Und dann habe ich hier den nächsten Auszug. Und das muss ich auch noch dazu sagen, das habe ich auch gerade noch erfahren. Hier sind die Auszüge noch nicht aus Alu, das ist bei den Prototypen hier noch nicht der Fall. Bei der Auslieferung ab Oktober ist das hier dann alles in Alu. Ja, und das kann ich hier auch wieder entsprechend rausholen. Und da seht ihr mal, wie unfassbar viel Platz hier ist. Ich habe hier die Euro-Kisten dabei und hier ganz besonders, wir haben es im Innenraum schon gesehen, hier ist dann der Abwurfbehälter für die Dreckwäsche, was wir vorher gesehen haben. Also das ist alles hier mit drin. Und die Findigen unter euch, die haben hier noch ein Fach gesehen. Und zwar ist das ein riesiges externes Solarpanel, das wieder zum EcoFlow-System passt. Ihr habt ja gesehen, vorne in der Motorhaube ist der Anschluss, da kann ich das einfach nur anschließen. Wenn ich im Schatten stehen möchte, kann ich dieses riesige Solarmodul einfach in der Sonne ausbreiten und die Welt ist in Ordnung. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Wie finde ich dieses Fahrzeug? Und da muss ich ganz offen und ehrlich sein. Für mich ist das immer ein bisschen schwierig, denn ich muss so ein Fahrzeug eigentlich erst richtig testen können. Wenn ich das jetzt einfach mal so vom Innenhof anschaue, bin ich erstmal total begeistert, weil wirklich das Fahrzeug wunderschön ist. Mir gefällt es optisch wahnsinnig gut, das ist Geschmackssache. Die Verarbeitung ist wirklich genial und sehr, sehr fein. Also das ist wirklich Handwerkskunst. Sowas beeindruckt mich. So richtige Schwachstellen, die findest du dann aber in der Regel erst raus, wenn du damit unterwegs bist und campst. Und das würde ich natürlich sehr, sehr gerne tun. Wenn ihr sagt, oh ja, Markus, bitte teste dieses Fahrzeug mal ausführlich, dann schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare. Natürlich zusammen mit euren ganzen Fragen zu diesem Fahrzeug, dann versuche ich die auch noch mal so schnell wie möglich zu beantworten. Naja, und so generell zum Fazit kann ich sagen, es gibt so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich finde zum Beispiel die Trittstufe, die ist ein bisschen zu niedrig für mich. Die hätte ich mir jetzt um 1 höher erwartet. Also ich hätte das mit einer Schublade getauscht zum Beispiel. Ich bin sehr gespannt, ob das mit der Frischluft funktioniert. Also ich bin ein Frischluftfanatiker und ich würde jetzt hier zum Beispiel an der Seitenscheibe definitiv Frischluft wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, das müsste man ausprobieren, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert. Vielleicht habt ihr da ja auch Erfahrungen, dann sehr, sehr gerne damit ab in die Kommentare. Und was ist mir jetzt noch negativ aufgefallen? Ach ja, da war noch was. Der Preis natürlich, der ist halt Wahnsinn. Naja, das ist halt wirklich ein Preis einer Manufaktur. Das ist halt wirklich Handarbeit, die du hier mit bezahlen musst. Dafür hast du aber natürlich auch wieder sehr viel Einfluss. Und jetzt komme ich zum Positiven, du hast halt hier alles dabei. Also dieses Instagram-Feeling, das wir immer alle so suggeriert bekommen auf Instagram. So heile Welt, ich stehe am See und alles geil und autark. Das geht hier halt wirklich, denn du kannst sogar das Wasser aus dem See einsaugen und es wird super gefiltert, sodass es trinkbar ist. Du hast richtig viel Solar mit dabei, sogar mit dieser zusätzlichen Solarfalttasche, das ist alles inkludiert. Und das muss man halt natürlich auch mal wieder mit einbeziehen, denn wenn du wirklich so campen möchtest, das ist natürlich auch wieder Grundbedingung, dann wirst du in ein normales Fahrzeug, das du dir von der Stange kaufst, sehr, sehr viel Geld reinstecken. Angefangen bei den Batterien. Ich meine, du hast hier 15 kW. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt Wahnsinn. Das ist wirklich viel. Du hast diese mobile Klimaanlage dabei, die EcoFlow Wave. Du hast so viel Zeug hier on Bord. Und das spielt sich dann natürlich... Aber jetzt bin ich schon wieder beim Preis. Die Verarbeitung, mega schön. Und was mir gefällt, das sind diese Kleinigkeiten. Das Badezimmer hier mit dieser Toilette hier integriert. Allein, dass diese Klopapierrolle genau in das Fach reinpasst, dass da nichts feucht wird. Die Materialien, die hier verwendet wurden, der Fußboden, das ist echtes Parkett. Allein die Sitze hier finde ich klasse. Also es gibt sehr, sehr viel Positives. Aber hey, ja, ich kann mir das halt leider nicht leisten. Egal, aber darum soll es nicht gehen, denn das ist überhaupt keine Neiddebatte. Im Gegenteil, ich freue mich für jeden Einzelnen, der so ein Fahrzeug fahren kann und fahren darf. Ich gönne das wirklich jedem. Und für mich sind wieder ein paar Inspirationen dabei, die mir wahnsinnig gut gefallen. Diese Lichtgeschichten hier, allein dieses Akustikpanel, das hier verbaut wurde. Also man kann da natürlich auch viel aufgreifen und dann bei sich selber wieder nachrüsten. Also insofern ist es für mich auch wieder ein toller Ideengeber. Und ich wünsche Vanquid einfach sehr, sehr viel Erfolg damit. Ich bin gespannt, auf welchen Messen man ihn dann das erste Mal sehen wird. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir natürlich damit auch eine Probefahrt. Ich würde mich da riesig drauf freuen. Schreibt das also, wie gesagt, unten in die Kommentare. Und dann würde ich mich total freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Da geht es mir nicht um das Fahrzeug, sondern das ist einfach nur ein Lob für mich. Wie ihr das Fahrzeug findet, sehr gerne damit ab in die Kommentare. Sagt mal, was ihr davon haltet.
wäre es euch der Preis wert oder wie würdet ihr euch das vorstellen und gestalten? Für mich ist es definitiv der teuerste Kastenwagen, in dem ich je war und wahrscheinlich auch lange gewesen sein werde. Egal. Also, in diesem Sinne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr immer wieder Lust auf Informationen rund um das Thema Camping habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin jetzt gespannt, was von euch an Feedback kommt. Und ich wünsche euch jetzt immer, egal mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, ganz, ganz tolle Reisen. Das Wichtigste ist aber, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.